Also Addition rationale Zahlen haben wir schon gelernt. Aber wie kann man rationale Zahlen subtrahieren? Eigentlich braucht man einen zusätzlichen Schritt und dann klappt es alles. Ich muss aus Subtraktionaufgabe eine Additionaufgabe bilden. Und wie könnte ich das machen? Also, wenn ich mir das vorstelle, dann hätte ich erstmal 6 Euro. Also lass uns über das Geld reden, das hilft ganz oft. Ich hätte erstmal 6 Euro Guthaben und dann werden 7 Euro Guthaben, aber abgezogen. Ich könnte das auch als Addition darstellen, indem ich sage, dass ich bekomme, also plus, aber was bekomme ich dann in dem Fall? Wenn bei mir 7 Euro abgezogen wurde, dann bekomme ich eine Rechnung, eine 7 Euro Rechnung. Das bedeutet eigentlich plus minus 7 Euro. Genau dasselbe passiert auch hier. Ich hatte einfach am Anfang nur negative Zahl. Also das bedeutet, ich könnte schreiben, erstmal 8 Euro Schulden, dann wird abgezogen, 5 Euro wird abgezogen oder ich bekomme eine Rechnung, 5 Euro. Okay, aber was mache ich, wenn ich eine negative Zahl subtrahiere? Wie könnte ich mir das vorstellen? Also erstmal, ich hatte am Anfang 4 Euro Schulden und in dem Fall minus 3 Euro. Das bedeutet 3 Euro Abzug, aber ich muss das abziehen. Minus rechnen, das bedeutet nichts anderes als etwas rückgängig machen. Also wir könnten uns vorstellen, dass wir unsere 3 Euro Abbuchung machen rückgängig. Also man könnte jetzt darstellen, dass bei euch ein Fehler passiert ist. Also 3 Euro wurde falschweise abgebucht. Und wenn jemand Abbuchung rückgängig macht, das bedeutet, dass man diese 3 Euro wieder überweist. Also, indem eine Abbuchung rückgängig gemacht wird, könnte man das als Addition darstellen. Es werden 3 Euro überwiesen. In dem Fall wieder dasselbe, aber ich hatte erstmal 9 Euro Guthaben und dann minus 2 Euro werden abgezogen. Also Abbuchung wird rückgängig gemacht. Das bedeutet, ich bekomme 2 Euro. Okay, und jetzt kurz zusammenfassen. Wenn ich eine rationale Zahl abziehen muss, wenn ich eine rationale Zahl subtrahieren muss, dann muss ich einfach addieren. Und was genau addieren? Die Gegenzahl. Also ich musste plus 7 subtrahieren und in dem Fall muss ich minus 7 addieren. Plus 5 subtrahieren, minus 5 addieren. Bei Minuszeichen ist es dasselbe, Minus als Vorzeichen. Wenn ich negative Zahl abziehen muss, dann muss ich addieren. Und zwar was? Zwar positive Zahl, also Gegenzahl. Das bedeutet, wenn man das jetzt als Regel formuliert, wenn man eine rationale Zahl abziehen muss, dann musste man die Gegenzahl addieren. Und jetzt kurze Wiederholung. Wie addiere ich zwei rationale Zahlen? Also wenn ich gleiche Vorzeichen habe, wissen wir, ich muss Beträge addieren. 8 plus 5 ist gleich 13 und Vorzeichen bleibt. Bei positiven wieder dasselbe. Ich muss Beträge addieren und unsere Vorzeichen bleibt. Und wenn ich zwei Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen addieren muss, dann muss ich einfach unsere Vorzeichen von unserem größeren Betrag übernehmen. Also in dem Fall, minus 7 hat größeren Betrag. Also das wäre unsere 7. Das bedeutet, Vorzeichen wird minus sein. Und dann muss ich von dem größeren Betrag kleineren Betrag abziehen. Also ich muss von der 7 6 abziehen, also dann hätte ich minus 1. Und hier schaue ich, minus 4 hat größeren Betrag, wieder übernehme ich erstmal Vorzeichen. Und jetzt schaue ich Unterschied zwischen zwei Beträgen. Betrag ist nichts anderes als unsere Entfernung bis zu 0, also einfach die Zahl ohne Vorzeichen. Dann habe ich 4 minus 3, ist wieder minus 1. Also eigentlich nichts Schwieriges. Man sollte einfach aus Subtraktionsaufgabe, Additionaufgabe bilden, indem man Vorzeichen wechselt, indem man die Gegenzahl addiert. Und das war's.